Wie oft fotografierst du eigentlich richtig planlos? Muss ich zugeben, relativ häufig. Sieht man, glaube ich, auch an meinem Portfolio. Aber das hat einen Grund. Also Fotografie ist für mich wirklich Ausgleich Nummer eins vom Job, von allem Stress. Ich habe die Kamera eigentlich immer dabei oder irgendeine Kamera immer dabei, liegt im Auto. Und wenn ich durch die Gegend fahre, zum Beispiel nach einem Termin und ich sehe was Spannendes, fahre ich, wenn ich genug Zeit habe, rechts ran und fotografiere das relativ ausgiebig und dann geht es halt weiter. Das macht mir richtig viel Spaß und genau so war das jetzt auch auf einem Business-Trip nach München, 5 Tage Messe und ich habe mich dazu entschieden, einen Tag früher loszufahren, um noch ein bisschen was zu sehen und fotografieren zu können. Das habe ich dann auch ausgiebig gemacht. Ihr seht gleich um die 80 Fotos, die genau so entstanden sind, aber ohne großen Plan. Ich habe mich über Booking.com für Oberammergau entschieden, einfach weil das Hotel hübsch aussah und sich Oberammergau, ich wusste nicht, dass da zum Beispiel die Passionsspiele stattfinden alle 10 Jahre, für mich relativ cool angehört hat und sehr bayerisch. Ich habe schon Kühe und Berge um mich herum gesehen. Und genau so sollte es auch kommen. Ich bin losgefahren und habe mich treiben lassen. Ich bin eine Autobahnabfahrt vorher losgefahren, weil ich den Rest über Land fahren wollte und dann einfach mitnehmen wollte, was da so geht. Und das fing schon super an und steigerte sich, dass ihr jetzt gleich die Wieskirch zum Beispiel seht oder das Kloster Ettal. Das war mir beides ehrlich gesagt vorher kein großer Begriff und ich wusste vor allen Dingen auch nicht, dass es auf meinem Weg lag, habe es aber einfach mitgenommen. Einige der rund 80 Fotos, die ihr jetzt seht, sind ziemlich gut geworden, finde ich. Manche so lala und einige auch ziemlich belanglos. Und genau so ist das halt, wenn man sich nicht großartig darauf vorbereitet, sondern planlos losrennt. In der Summe finde ich aber, ist für mich ein ganz schönes Abbild dieses einen Tages, weil es war genau ein Tag, in dem ich da unterwegs bin. Ich bin morgens losgefahren, also irgendwie gegen 11 Uhr da angekommen und habe am nächsten Morgen noch ein bisschen Sonnenaufgang fotografiert, wo auch ein, zwei richtig schöne Fotos bei rausgekommen sind. Zu denen werde ich euch gleich noch was erzählen. Und bevor ihr die ganzen Fotos jetzt seht, noch kurz zum Equipment. Ich war unterwegs mit dem Helios 44-2 und dem Nikkor 20 mm AIS, also ein 58 mm Objektiv und ein 20 mm Weitwinkel. Und ich war damit ziemlich gut ausgestattet, hatte meinen Spaß. So, ich bin ja gerade auf dem Weg nach München und eigentlich habe ich mir ein Ziel rausgesucht, nämlich das Mornauer Moos, dass ich da noch ein bisschen fotografiere, bevor heute Abend die Arbeit anfängt. Jetzt bin ich aber gerade von der Autobahn runtergefahren und die Berge, da krieg ich Herzklopfen, positiv. Da hinten die Kühe. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hier bin. Weiß ich wirklich nicht. Muss ich nachrecherchieren und dann reinschreiben oder so. Aber möchte ich fotografieren. Ja, bin gerade aufgestanden. Da steht, wo wir sind, am Attelsee. Und das Schild darunter finde ich ganz lustig. Deswegen nehme ich das jetzt mal direkt mit. Und los geht's. So, ich will das jetzt mal mit dem Swirly Bouquet ausprobieren. Das ist mir ja bis jetzt noch nicht so richtig geil gelungen. Dafür nehme ich mir mal irgendein Blümchen, das mich anlacht. Das da. F2. Die Hütte da sieht auch toll aus. Ich hoffe, es schießt keiner mit Pfeil und Bogen auf mich. Das Hirschgeweih muss auf jeden Fall drauf. Das ist einfach nur traumhaft hier, da gibt es gar nichts. Ich müsste mir eigentlich viel mehr Zeit nehmen. Habe ich aber nicht, muss weiter. Heute gibt es ja noch ein bisschen Arbeit. Aber das hier, das holt einmal so richtig runter. Ja, und von diesem ersten vielversprechenden Spot ging es dann direkt weiter mit dem Auto Richtung Oberammergau und nach einigen Kilometern kam ein Schild Wieskirch. Habe ich mich direkt gefreut, Wieskirch, da war ich vor, ich glaube, 15 Jahren schon mal. Wusste also, das ist ganz hübsch, bin da hingefahren. Es war relativ voll in der Kirche. Die Kirche selbst
hat mich jetzt fotografisch gar nicht so sehr interessiert. Ich habe ein Bild, glaube ich, da drin gemacht von so einem Deckenfresno, aber das hat mir dann auch gereicht. Ich habe mich konzentriert auf ein paar Kühe und ein Huhn, was ich sehr spannend fand. Mit dem Helios hat man da ganz schöne Bilder machen können. Und wenn ihr denkt, ihr seht doppelt, weil die Bilder doppelt kommen, die sind nicht wirklich doppelt. Die sind mal offenblendig geschossen, mal geschlossen und immer so ein bisschen anders, weil ich auch mal ausprobieren wollte, Hochformat oder Querformat, was passt besser. Die gebe ich euch einfach jetzt alle rein, damit ihr für euch selbst entscheiden könnt, was davon euer Favorit ist, wenn überhaupt einer dabei ist. Ja, das Monauer Moos hatte ich mir mittlerweile rausgeguckt, bin dahin, habe geparkt, gehe ein paar Meter und dann sehe ich ein Schild, dass dieser Bohlenweg, wo ich unbedingt hin wollte, also so ein Holzbohlenweg, 1,5 Stunden ungefähr entfernt ist. Und ich hatte ja nur einen Tag, da wollte ich jetzt nicht da blödsinnig rumwandern, um zu diesem komischen Bohlenweg zu kommen, der am Ende auch gar nichts ist. Das heißt, ich habe mich faul auf eine Bank gesetzt, ein bisschen frustriert, das Helios draufgeschraubt und vorbeifahrend und Gehendes einfach mal kurz fotografiert, habe da, weiß ich, 7, 8 Minuten gesessen, bin dann wieder zurück zum Auto und dann ging es weiter. Also dafür habe ich definitiv keine Energie mitgebracht. Hätte ich mich im Vorfeld mit Oberammergau beschäftigt, hätte ich festgestellt, dass das Kloster Ettal nicht weit ist und hätte mich wahrscheinlich auch eingelesen. Ich bin da dran vorbeigefahren, also beziehungsweise erstmal drauf zugefahren, habe gesehen, es sieht ganz cool aus, da gibt es viele Parkplätze, muss wohl irgendwas sein. Bin rechts rangefahren und dann habe ich mich da zurechtgefunden. Noch schnell das 20er drauf. Wo man hier überall vorbeikommt auf dem Weg nach Oberammergau. Das ist der Wahnsinn. So, mein Ziel ist es jetzt, die Säule mit drauf zu kriegen, weil hat noch nie einer gemacht, wenn er das Kloster fotografiert hat. Und das Schild Kloster Ettal und das Kloster. Das heißt, und vielleicht noch den Berg. Das heißt, 20 mm sind super und F16 knallhart. Inklusive der fragenden Blicke aller Umstehenden. Das wird der Hammer. Besonders der Schattenwurf, der wird sensationell. Kann ich für garantieren. So, jetzt gehen wir mal da rein und gucken uns den Spaß mal an. Ich habe jetzt nur das 20 mm dabei. Eigentlich bin ich den ganzen Tag mit 20 mm und dem Helios unterwegs, 58 mm. Aber ich habe gerade keinen Bock mehr, Tasche zu schleppen. Also so weit ist es schon. Und außerdem scheint das Ding auch relativ groß zu sein. Das heißt, 20 mm sind besser. Ich frage mich, warum man sowas macht. Seht ihr das da hinten mit dem Schwan neben mir? Also jetzt kann man ja von Schwänen halten, was man will. Aber warum stellt man da so ein komisches Ding vor? Naja, ich mache mal ein Foto. Aber vielleicht ist das auch noch die Rückseite. Dann hat man sich gesagt, komm, Rückseite, Schwan drauf, gut ist. Kann ja sein. Das Tor ist hier normalerweise zu. Ich bin auf die andere Seite gespannt. Ich verstehe, der Schwan war wirklich, wie vermutet, nur ein Scherz für die Rückseite. Junge, das ist schon schick.
Einmal Standard, ne? Mitte, hinten. Ohne Leute wird sowieso lang genug dauern und dann gucken wir mal, was sonst noch geht. Sieht ganz anständig aus. Werden wir nachher über Distortion reden? Vielleicht. F3.5, ich verstecke hoffentlich die Fahnen. Diese lila-blauen Blümchen sehen hübsch aus. Ja, ich muss sagen, das war unerwartet krass cool da drin. Also heiliger Strohsack, das war richtig geil. Ich war ja eben in der Wieskirche, jetzt hier. Das hier ist nochmal eine krasse Nummer härter. Also Wahnsinn. Also da fragt man sich wirklich, wie haben die das hingekriegt und warum baut man heute nicht mehr sowas Schönes. Wirklich toll. Ich habe nur mit F3.5 fotografiert, ISO 800. Das ist ein bisschen dunkel jetzt. Auf den Fotos wollte ich aber auch so, weil das Licht echt schön auf den Kronleuchter gefallen ist. Bin sehr gespannt, ob das was geworden ist. Zumindest eins wäre toll. Das war bei so einem Moment, da erinnere ich mich gern dran. Was bin ich froh, dass ich mich von dem Schwan nicht habe abschrecken lassen. Das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Das war richtig cool. Kloster Ettal. Geil. Ja, dann war ich da durch, es war richtig cool. Ich habe gemerkt, ich habe noch ein bisschen Zeit, bin aber schon relativ nah an Oberammergau dran, habe mich dann noch mal ein bisschen umorientiert und bin zum Monauer Staffelsee gefahren. Da habe ich leider, wahrscheinlich war es die Frühlingshitze, die Actioncam vergessen. Das heißt, jetzt kommen die Bilder ein bisschen schneller. Fast alle geschossen mit dem Helios 44.2. Alle mit dem Helios 44.2. So, dann in Oberammergau angekommen, richtig hübsches Städtchen, bin ich abends noch mal vor meinem Abendessen im Hotel einmal durchgestreunert und habe einfach ein bisschen wild Fotos gemacht. Ein, zwei sind dabei, die ich richtig gut finde, der Rest ist dann eher Kategorie belanglos. Ja, und am nächsten Morgen ging es dann nicht so richtig ausgeschlafen zum Monauer Moos nochmal, diesmal aber nicht an den Spot, den ich vorher dann auf Google gefunden hatte, der ganz nah an Monau dran war, sondern auf einem Feldweg, der genau in der Mitte zwischen Bergen und Monau lag. Und das war dann richtig, richtig gut. Es war eine ganz schöne Quälerei heute Morgen. Kurz vor 5 aufgestanden. Jetzt ist 5:30.
Und das alles wegen dieses einen Spots. Sieht schon ziemlich cool aus. Ich probiere jetzt ausnahmsweise das einzige Mal mein 105er, weil ein bisschen näher möchte ich mal rankommen, gucken, wie das aussieht. Die Wolken sind der Hammer. Unten das ist zwar relativ uninteressant, aber das muss ich irgendwie festhalten. Manchmal lohnt es sich echt noch ein bisschen reinzugehen. Eieiei. Ja, besser wird's glaube ich nicht. Ich überlege jetzt noch, ob ich hier bleibe, weil die Sonne sich langsam durchkämpft durch die Schleierwolken. Hoffentlich zumindest. Und ja, das ist einfach traumhaft, ne? Wobei da hinten die Hütte, sieht man die? Hat es mir auch irgendwie angetan. Ich glaube, ich nehme jetzt hier noch eine Runde mit. Das ist schon geil so. Wenn noch mehr Sonne kommt, dann ist das mit dem Himmel auch nicht mehr so schön. Gut, noch einen Versuch jetzt. Kurze Zwischenmeldung, die letzten Fotos, die ihr gesehen habt, sind alle mit dem Helios 44.2 entstanden, allerdings bei Blende 11 bis 16 irgendwie, und da ist das knackscharf, und das Bild, was jetzt kommt, ist mit Blende 2 entstanden, und da wird es dann ziemlich wild. Ich finde, es wird super stimmungsvoll, und in der Totalen sieht es auch cool aus, aber guckt danach mal an die Ecken, kriegt einen kleinen Bildausschnitt. Das kann man mögen, muss man nicht. Ich verstehe sehr gut, wenn man es nicht mag. Ich finde es allerdings ein sehr, sehr geiles Foto, wenn ich mir vorstelle, ich printe das in ein kleines Scene rein, kann ich mir vorstellen, dass das Bild irgendwie noch am besten rüberkommt. Ja, dann war ich mit diesem Wahnsinns-Fotospot durch. Ich musste zurück nach Oberammergau. Es gab schließlich noch Frühstück, musste meinen Kram mitnehmen und dann ging es ja zur Messe. Und dann stand da ein Schild, Garmisch-Partenkirchen, 7 Kilometer. Und ich so, Garmisch-Partenkirchen, da muss ich an Vierschanzentournee denken, an Olympia, an was auch immer. Da habe ich gedacht, 7 Kilometer, das musst du jetzt mitnehmen. Bin dahin und ja, ihr werdet es ja gleich sehen. Erstmal Skisprungschanze und dann, glaube ich, war ich in Partenkirchen oder in Garmisch. Ich weiß es nicht. Ich wusste auch nicht, dass es 2 sind, aber ich glaube, die machen da ein Ding draus. Seht selbst. Ich wollte eigentlich schon immer mal zum Neujahr springen, hat nie geklappt, wird wahrscheinlich auch nie. Und jetzt wollte ich aber auf jeden Fall in Garmisch mal die Schanze fotografieren. Das ist da hinten. Ich wollte das aber jetzt nicht von ganz unten plump machen, sondern ein bisschen aus dem Wohngebiet. Und ich glaube, hier habe ich einen ganz geilen Spot gefunden zwischen 2 Bäumen. Dafür bin ich auch jetzt ein bisschen rumgetingelt. Schauen wir mal. Könnte was geworden sein. Das sieht jetzt total geil aus und ich bin mir nicht sicher, ob das auf dem Foto rüberkommt. Mit dem Schattenwurf. Das da oben, diese ganzen Metallschilder, die in einer Reihe bis zu diesem Juwelier hängen, das habe ich eben schon gesehen. Das gefällt mir sehr gut. Da muss ich jetzt gleich mal das Helios rausholen. Dann brauche ich etwas weniger Weite. Ja, das war es jetzt mit meinem 24-Stunden-Fotodrive im Allgäu. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, ich bin mir selbst bewusst, dass das jetzt nicht alles Weltklasse ist, aber ich hatte einfach Spaß und habe das Gefühl, dass ich diesen Tag im Allgäu
wirklich in mich aufgesogen habe. Also durch die ganzen Fotos, die ich da gemacht habe, durch dieses kurzfristige Gucken, was ist denn noch irgendwo auf Google Maps oder den Schildern einfach zu folgen, war das ein bisschen Abenteuer und ich habe das Gefühl, ich habe es relativ intensiv erlebt. Also ich habe das Gefühl, dass ich da jetzt nicht nur einen Tag war, sondern irgendwie länger. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Das Setting, wie gesagt, ist was jetzt auch nicht besonders ist, also besonders, weil es alt ist, aber jetzt nichts hier Weltbewegendes. Ein 70 Euro Helios 44-2 und ein 150 Euro Nikon 20 mm Objektiv. Das ist jetzt nicht Hasselblatt, würde ich mal sagen. Also irgendwas, was ihr wahrscheinlich auch so wunderbar benutzen könnt. Und ja, wenn dieses Video es geschafft haben sollte, euch einfach mal planlos irgendwo hinzuschicken und Fotos zu machen. Und dass das nicht nur in so schönen Landschaften wie dem Allgäu geht, habe ich, glaube ich, auch in anderen Videos schon gezeigt, weil ich das bei mir zum Beispiel in Bonn auch mache. Da gibt es mal einen Link zu der Serie, zu dem Projekt. Ja, hoffe ich einfach, dass euch das ein bisschen inspiriert hat, selbst jetzt mal loszuziehen, vielleicht jetzt gleich, euch ins Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren und drauf loszuknipsen und Spaß zu haben. Bis zum nächsten Mal.